Previously on Alan Wake, I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. Zwei Jahre zuvor. I had a hangover. My head was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. Ja, das mit dem Trinken, das versuchen ganz viele. Beziehungsweise dieser Satz, den kennt jeder. So, wir sollen unsere Sonnengläser holen und erstmal herzlich willkommen. Episode 6. Alan Wake. The sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. Genau, so, jetzt brauchen wir Painkiller. Die sind hier. Schmerztabletten. So, jetzt sieht die Welt schon wieder besser aus. Ich habe eh nicht so den Plan, was wir hier jetzt machen. Wir schauen mal. Ja, das machen wir mal gleich. Aber ich glaube, hier in der Wohnung konnte man eh nicht so viel tun. Unsere Frau, Freundin, was auch immer sie da schon war, ist nicht hier. Alice hieß sie, glaube ich, ne? Das Problem ist, dass ich das ein wenig zeitversetzt hier aufnehme. Das ist vielleicht nicht so klasse. Dann habe ich nämlich immer die Namen nicht im Kopf. Das ist nicht so toll. Aber egal. Hören wir uns mal an, was die zu sagen haben. You have one new message. Ow! Are you still asleep? Wakey, wakey! You should have your show on your TiVo. Barry. Alice wasn't too mad to record it. As she called me earlier and really chewed me out. Yeah, we went a little overboard last night. But parties are a part of this business. Al, look, I'm saying this as your friend. She's not doing your career any favors by trying to run your life like that, okay? I'll talk to you later, Al. Watch the show. Okay, wir haben uns mit Barry besoffen. Er findet das nicht toll, was Alice macht. Wir sollen irgendeine Show gucken im Fernsehen. Das machen wir mal schnell. Ladies and gentlemen, welcome back to the Harry Gallic Show. Thank you everybody. We have Ja, eine super Show heute Abend. Wir werden interviewt. Yeah, good read. Go buy it. No, it is a good read. Look, I'm gonna be honest here. Is that wise? No, but I'm gonna do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. I'm a busy guy. But this one, I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, Er ist ein this might be a Riesenfan. spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the 2 people out there who haven't read the book yet. But this last book Hat is super all about the Verkaufszahlen. death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously now. Er hat diesen Alex Casey, diesen Charakter erschaffen und den hat er dann umgebracht. And it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that
Autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Er ist glücklich verheiratet, hat nichts mit dem Alex Casey zu tun, der ein schlimmes Love Life hat. So toll war der eh nicht. Good, great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Der wollte was Neues schreiben. Der ist jetzt glücklich, wieder in New York zu sein. Ja, wichtige Informationen. You got into a fight with some paparazzi. Oh man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. Er hat einen Paparazzi You are famous for angegriffen. that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. That means the two of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for a Sam. There it is. And our musical guests, Poets of the Fall. Thank you. At least I'd been funny. I told myself I could live with that. Hey, honey. Did you watch the show? I didn't say anything stupid if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? Go back to sleep, Alan. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Er wollte um 7 zurück honey. sein, war um 12 zurück It's und almost ist over, right? ohnmächtig geworden. We can get back Im to halben normal. Satz. And you can start writing again. Und sie ist sauer auf ihn. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. Ja, jetzt wissen wir es. Sie findet das nicht so toll, dass er mit Barry säuft, aber Barry sagt, das ist ja Part der Tour. Das ist jetzt die Vacation, auf der wir, glaube ich, the clicker sind. was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. Der Klicker war der Schlüssel zum Haus auf dem See. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. See you later. When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Ja, er ist also auf dem Weg nach Cauldron Lake. Er hat den Klicker gedrückt und weiß nicht, ob das Tageslicht jetzt aufgrund des Klickers da ist oder nicht. Aber er will da unbedingt hin und ja, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Alone, in daylight, surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Ja, also für ihn ist ziemlich klar, was er will, und er will zum See. Entschuldigung, bitte. Hallo?
Ich wollte gar nicht aussteigen. Ja, ich habe nicht so den Plan, wo wir hin müssen. Ich gehe mal eigentlich in die Richtung, glaube ich. Ne? Wenn das Auto in die Richtung steht, dann denke ich, müssen wir in die Richtung. Obwohl, wer weiß, vielleicht ist noch was. Upsala, das wollte ich nicht. Wir können auch ohne Stoßstange weiterfahren. Wer braucht das schon? Ich fahre mal ganz schnell zurück. Ich glaube nicht, dass wir da ziemlich weit kommen. Insofern, ja, schauen wir mal ganz schnell. Ja, und da vorne haben wir auch schon. Gut. Das ist hier ziemlich dunkel drin. Da müssen wir gleich auch durch irgendwelche Tunnel fahren vielleicht, wo diese Viecher drin sind. Ich habe, also gegen Tunnel habe ich was. Ich habe letztens Daylight gezockt und ja, da sind Tunnel echt scheiße. Oder Dying Light? Hieß es Dying Light? Ich weiß es nicht. Mit Zombies, Dying Light, glaube ich. So, wir können uns einen neuen Wagen besorgen, aber den brauchen wir noch nicht. Ich wollte nur einmal schnell schauen, ob hier vielleicht ein Kaffee rumsteht, aber tut keiner. Tut es nicht. So, Radio KBFM. Wir haben Geländewagen. Das ist mal schön entspannt, ne? Irgendwie tagsüber können uns sogar, kriegen sogar eine Huntingsrifle, also eine Jägerflinte. Fraglich ist ja, ob diese komischen Schatten auch am Tag kommen. Ich glaube nicht. Bisher sind wir immer nur in der Nacht rumgerannt. So, und hier haben wir sogar ein Secret. Und es ist sehr dunkel. Flashbangs nehme ich immer gerne. Das sind ja diese tollen Dinger, die man einfach hinwirft und die Jungs platzen dann. Ich denke, wir werden auch noch genug Dunkelheit mitbekommen. Also im Moment bin ich ganz froh, dass hier Happy Sunshine ist. Quält sich ein bisschen ab, der Wagen. Ups. Genießen wir ein wenig die Landschaft. Ups. Auch wenn ich jetzt hier so, es tut mir leid, ich fahre hier jetzt so ein bisschen blöd durch die Gegend, weil ich gucken will, ob ich noch ein paar von den Kaffeedingern da finde. Und schwuppsdiwupps. Da ist noch einer. Also ich bin gespannt, wie viele wir im Endeffekt haben. Ich glaube, wir haben gar nicht so wenig mitbekommen. Oder so wenig gefunden. Muss ich jetzt hier lang? Das sieht so aus, als ob ich hier nicht lang soll. Aber, ja. Zu Fuß, natürlich. Was auch sonst. The darkness had touched me. There was a link between us. Always would be. I could feel its presence again. Ja, er fühlt die Dunkelheit. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Ja, das war ja... Hat ja lange angehalten, das schöne Sonnenlicht. Ganz toll. Haben wir den Klicker nicht dabei? Ich will den Klicker nutzen. Naja, wir haben erstmal eine Manuskriptseite. Wir schauen mal, was da steht. Also die Dunkelheit will uns jetzt nicht mehr fangen. Wir wissen einfach zu viel.
also wir tragen eine Waffe, die von Thomas Zane zurückgelassen wurde und das konnte der Dunkelheit schaden und ja, jetzt versucht die Dunkelheit einfach nur alles, um mich umzubringen. Ja, ja, super. Das, ja, das baut auf. Ich krieg sogar einen Wagen. Wahnsinn. Das ist ja cool. Kann man ein paar von den Schatten umfahren. Jetzt will ich auch nicht mehr aussteigen, also keinen Bock. Ich möchte, dass wir den Klicker nutzen. Das war keine Absicht. Ich versuche wirklich auszuweichen. Wirklich. Das klappt nur nicht. So. Ich habe überhaupt keinen Plan, wo ich hin muss. Ich folge oben dem gelben... Will ich da rein? Möchte ich da rein? Ich weiß nicht, ob ich da rein möchte. Aber ich tue es mal. So gemütlich hier. Junge... Ich habe gehört, mehrmals ein- und aussteigen aus dem Auto bringt Glück. Based on the signature in the motel register, Agent Nightingale had stayed here, in room number 2. Okay, Agent Nightingale hat hier... Ja, ich will lieber die Shotgun, glaube ich. Agent Nightingale hat hier übernachtet, in irgendeinem der Räume. Ich habe jetzt den Raum vergessen. Aber wir latschen eh alle ab, insofern. Guck mal, hier ist noch ein Kaffee. Den nehmen wir mit. So, ich möchte eine Sonnenbrille, so à la I wear my sunglasses at night. This So. had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. Der hat auch erstmal ein paar Flashbangs dabei, finde ich gut. Ich erwarte... Aber das war doch klar. Die scheinen alle zu sein. Ich will jetzt hier auch nicht zu ewig rumhängen, weil... Die guten Jungs, die können ganz gut nerven. So, hier haben wir auf jeden Fall ein weiteres Fahrzeug. Ich fange mal ganz kurz hier oben lang. Naja, da sehe ich mal nichts. Komm. Bevor wir da jetzt weitere Konfrontationen eingehen. Da geht's nicht lang. Jetzt war ich noch einmal hier oben auf dem Parkplatz. Naja. Da vorne haben wir noch ein paar... Mir egal sein. Tschüss. So. Und ich denke, ab jetzt wird es ein bisschen nervig. Ich frage mich, ob ich diese blöden Flashbangs aufsparen soll.
Ich glaube, das ist schon wieder so eine Laufscheiße. Ich stehe auf sowas total. Soll ich mich da durchkämpfen oder soll ich da durchlaufen? Ich probiere es nochmal mit durchlaufen. Ich hasse solche Sachen. Jetzt ist er erstmal wieder erschöpft.